Hallo alle zusammen. Heute gibt es was ganz Besonderes, ein sehr ausführliches und aktuelles Thema. Und da habe ich für euch ein bisschen was vorbereitet. Da geht es um Assistenzsysteme, Radar, LiDAR, Kameras und so weiter. Da werde ich euch einiges zu diesem ganzen Zeug erzählen. Und ich denke, dass die meisten eigentlich gar nicht wissen, was es da so alles im Auto gibt. Auf jeden Fall wird es sehr interessant, etwas länger auf jeden Fall, weil es da wirklich viel zu erzählen gibt. Also und wir legen gleich los. Ich zeige euch, was es da so für tolle Sachen gibt. Also das Hauptthema wird sich auf drei Komponenten beschränken und das sind Radar, Kamera und LiDAR. Das ist so der Hauptfokus, auf den ich mich heute setze. Und ich werde euch ein paar andere Assistenzsysteme mal ansprechen. Nicht alle, weil es gibt wirklich sehr viele. Und ich möchte euch mal zeigen, wo werden denn diese im Fahrzeug verbaut und wie funktioniert das Ganze. Fangen wir gleich mit dem ersten Bild an. Und zwar habe ich mich in diesem Bild bei Heise Online gestützt und die Bilder bzw. das Quellmaterial davon bezogen, damit es leichter zum Erklären ist. Also ich fand diesen Beitrag relativ gut und da meine Bildquellen und meine Informationen teilweise zu beziehen. Dieses Bild hat mir besonders gut gefallen, weil man da wirklich sieht, wohin was scheint. Ihr seht, das ganze Auto ist von irgendwelchen Sensoren umgeben und die roten Markierungen, das sind die Ultraschall. Die Ultraschall, das ist die Einparkhilfe, da werden meistens Ultraschallsensoren benutzt und der Rest, oben seht ihr in der Windschutzscheibe die Kamera. Die Kamera verwendet das Videosignal. Also wir haben einfach zweidimensionale Aufzeichnung, wird in Videomaterial ausgewertet. Dann haben wir nach hinten weg und nach vorne weg, je nachdem, fangen wir mit vorne an. Ihr habt mitten am Audi-Zeichen, habt ihr dann diese Funkwellensignale. Die Funkwellensignale senden diese Radarsensoren aus. Ihr habt ja zum Beispiel so einen in der Mitte. Das ist so ein Bauteil, so sieht das aus. Das ist so ein Sensor und der sendet diese Funkwellen aus. Es gibt noch ein Bild dazu. Ich zeige euch mal, an einem Nissan zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. Das ist nichts anderes wie ein Emblem und dahinter verbirgt sich dann dieser Sensor. Der misst dann mit den Funkwellen dann die Abstände. Das gibt es auch bei VW und den anderen Herstellern. Die meisten verbergen das nämlich hinter solchen speziellen Emblemen. Also die sind auch nicht gerade günstig. Wir sprechen bei so einem speziellen Emblem, da es eine spezielle Anfertigung hat, damit die Schallwellen ungehindert durchgehen können. Ich schätze mal zwischen 150 und 300 Euro, je nachdem, also was für ein Emblem dann kaputt ist. Und dann seht ihr noch an dem Audi unten dran zwei Funkwellen, die ausgegeben werden. Und da habe ich für euch auch ein Beispiel. Das sieht dann unten links und unten rechts so aus. Das ist dann in der Stoßstange unten drin und da werden die Radarsensoren eingebaut, links und rechts. Und im Heckbereich sieht es ähnlich aus. Das sind dann nur ein bisschen größere Platten. Die sind dann hinten an der Seite angebracht. Also die sind dann quasi links und rechts nicht so, sondern die werden quasi so ein bisschen seitlich ausgerichtet. Und durch die seitliche Ausrichtung haben sie dann ein bestimmtes Feld, wo sie abdecken und da werden die Sensoren verbaut. Das mal so zur Anordnung, wie das Ganze aussieht. Also bei der Kamera kann man sogar noch unterscheiden. Es gibt einfach eine normale Kamera und es gibt noch eine Nachtsichtkamera. Das gibt es auch bei Mercedes. Die haben dann sogar so eine Nachtsichtkamera, wo man dann im Display sogar schauen kann, was so die Kamera so sieht. Also ist auch ziemlich interessant, aber das ist so eher High-End. Und zwar, ich nenne euch jetzt mal so grob die Vor- und Nachteile. Also beim Radar ist es so, der Radar hat einen großen Vorteil gegenüber jetzt dem LiDAR und der Kamera. Wenn es neblig ist, hat der Radar mit seinen Funkwellen die höchste Sicht. Also der durchdringt den Nebel und sieht durch den Nebel hindurch und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, den man sich nutzen kann. Die Autobauer bauen teilweise wirklich in Kombinationen. Also um sicher zu gehen und sicherer zu fahren, brauchst du eigentlich eine Dreierkombination. Man sagt, man braucht Radar, man braucht LiDAR, also Laser und man braucht dann noch die Kamera. Und durch diese Auswertung von drei quasi Bauteilen mindestens oder Typen kann man relativ viel abdecken und dieses autonome Fahren, sage ich mal, oder man kommt dem autonomen Fahren immer näher.
Mit nur einer Sensorentyp-Reihe wird man da relativ schlecht fahren, weil jeder Sensor, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile hat. Ja, kommen wir zurück. Und der Nachteil von dem Radar ist dieses schwammige Bild. Und zwar unterscheidet man, wenn jetzt eine Kamera einen Menschen aufnimmt, nimmt sie einen Grundriss von dem Menschen auf und die Kamera kann eindeutig erkennen, okay, das ist ein Mensch oder das ist ein viereckiger Würfel. Der Radar erkennt das nicht, der sieht einfach, okay, vor mir ist ein Auto oder vor mir liegt ein Mensch oder vor mir liegt irgendwas. Also ein Radar hat eher so eine schwammige Sicht, also man kann das sich so vorstellen, wie als würde man relativ schlecht sehen auf die Weite. Man würde ohne Brille fahren und man sieht es einfach so verschwommen. Man erkennt zwar irgendwas, aber man weiß nicht genau, was das sein soll. Kommen wir zum LiDAR. Der LiDAR-Sensor ist ein Lasersensor, der die Umgebung dreidimensional vermisst. Ihr kennt bestimmt einen Staubsaugerroboter, der durch die Wohnung fährt und sich dann quasi ein Bild macht. Ja, ihr könnt das ja später abrufen, also dreidimensional. Und auf dem Dach kann man sich vorstellen, dreht sich quasi die ganze Zeit im Kreis der Laser und vermisst die Umgebung. Und der Laser vermisst es sehr scharf. Also der hat eine sehr scharfe Kontur und kann Umrisse sehr scharf erkennen. Er kann aber nicht erkennen, welche das sind. Weil er sagt bloß, da ist ein Gegenstand, er ist relativ scharf. Also wir können zum Beispiel sehr genau gegenüber jetzt einem Radar an einem Gegenstand vorbeifahren oder was es genau ist. Aber er weiß nicht, um was es sich genau handelt. Und der Laser hat aber auch einen großen Nachteil. Teuerste Reibung zwischen den Händen. Und das ist auch das große Problem. Nicht nur das, sondern der LiDAR hat noch einen großen Feind und das ist nämlich Regen oder Nebel. Die Radarstrahlen werden dann bei schlechten Lichtverhältnissen wie Nebel oder Regen gebrochen und das macht ihm richtig zu schaffen. Das heißt, bei schlechten Wetterbedingungen ist ein LiDAR relativ unvorteilhaft. Und die Kamera als letztes hat den großen Vorteil, eine Kamera erkennt zweidimensionales Bild und eine Kamera kann durch künstliche Intelligenz und Rechenleistung erkennen, wer vor uns ist. Sie kann unterscheiden zwischen einem Vogel, zwischen einer Person, zwischen einem Auto und teilweise sogar berechnen, was auf uns zukommt und wie der Verkehr reagiert. Das ist der große Vorteil. Der große Nachteil an der Kamera ist, die Kamera denkt nur zweidimensional. Das heißt, sie kann zwar einen LKW von hinten sehen, sie kann aber nicht abschätzen, wie lange der LKW ist. Und deswegen brauchen wir auch diese Ergänzung von unterschiedlichen Sensoren. Ja, ein Radar oder ein LiDAR erkennt zum Beispiel einen Menschen, also als Umriss, weiß aber nicht, was das genau ist. Und eine Kamera hat durch ihre künstliche Intelligenz und die Rechenleistung die Errechnung, okay, das ist ein Mensch, okay, wir müssen bremsen oder es ist ein falsches Bild oder und so weiter und so fort. Und deswegen brauchen wir diese Unterstützung. Also das heißt, die Kamera erkennt zweidimensional, aber nicht die Tiefe von den Gegenständen. Und natürlich auch die Rechenleistung, das ist so das Problem. Im gesamten Fahrzeug ist die Rechenleistung der Kamera die höchste Rechenleistung überhaupt. Und das ist nämlich richtig teuer, besonders auch mit diesen Kabeln und mit der Diagnose und dem Ganzen, aber da komme ich später nochmal drauf hinzu. Und als allerletztes habe ich den Park-Sensor, das ist ja ein Sensor und zwar er ist sehr feinfühlig, der funktioniert nach dem Ultraschallprinzip, das ist nichts anderes wie, ihr kennt das vorne, diese Boppel in der Stoßstange und hinten, da blende ich euch was ein und die sind zwar relativ grob, also die erkennen zwar irgendeinen Gegenstand, also die wissen überhaupt nicht, da befindet sich halt irgendwas, aber sie erkennen das auf eine sehr, sehr genaue Distanz, was die anderen zwar auch haben, aber die reagieren eher auf die Nähe sehr gut, was zum Beispiel der Radar und der LiDAR eben nicht haben. Sie haben eine bestimmte Reichweite von bis und ich sag mal, das ist so, wir haben so eine Distanz von, sage ich mal, 2 Metern, die eben der Radar nicht bewältigen kann. Da reagiert der Radar noch gar nicht, er arbeitet in diesem Bereich noch gar nicht. Und da brauchen wir zum Beispiel die Parksensoren. Und der Nachteil, wie gesagt, der Vorteil ist, sie sind sehr genau auf die Distanz, sie können wirklich am Millimeter Abständen abmessen. Der Nachteil dieses Sensors wäre, die sind so gut wie blind und die haben eine sehr begrenzte Reichweite. Und eine kurze Ergänzung zu Kurz-, Mittel- und Fernbereichsradar. Jeder Hersteller legt es anders aus. Der eine sagt, wir haben Mittelbereich zwischen 100 und 150 und Fernbereich ist dann ab
300 oder 250. Der andere sagt das komplett anders. Der sagt, ab 200 ist bei mir Fernbereich. Der andere sagt, Kurzbereich ist unter 100 und so weiter. Es gibt da kein Einheitsmaß dafür, was denn beim Fahrzeug was ist. Und wenn bei euch halt einfach drin steht, es ist ein Fernbereichsradar, dann ist es ein Fernbereichsradar. Und das legt wirklich der Hersteller aus. Da gibt es in den Daten, den der Bereich abdeckt. Und da müssen wir einfach so verbleiben. Das ist leider so. Aber ich wollte euch einfach damit sagen, fokussiert euch da nicht drauf, so meiner hat einen Fernbereich, meiner hat einen Mittelbereich. Das ist eigentlich relativ wurscht. Und dann gibt es noch als letztes, was das Ganze angeht, die 360-Grad-Kamera. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt in dem Bild. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Audi. Da seht ihr auf dem Bild in den Spiegeln, das habe ich nämlich vergessen, da gibt es nämlich auch etwas. Und da sitzen nämlich 2 Kameras drin. Und die 360-Grad-Perspektive funktioniert folgendermaßen. Ihr legt den Rückwärtsgang ein und in eurem Display erscheint ein Bild, wo ihr denkt, ja, voll cool, ich habe eine 360-Grad-Sicht. Und die 360-Grad-Sicht macht er mit der Frontkamera, mit der Heckkamera und den Spiegeln. Und daraus entwirft er ein Bild und da zeige ich euch auch eins und dann sieht es genauso aus, wie in diesem Bild dargestellt. 360-Grad-Kamera nennt sich sowas. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie so ein Radar aufgebaut ist. Ich habe da ein bisschen was zerlegt. Das Ganze sieht so aus. Guckt mal, da habt ihr einmal die Sender und Empfänger. Das sind so quasi Antennen. Ja, seht ihr das? So sieht also ziemlich viel Elektronik da drin. So sieht da das Gegenstück aus. Das wird dann ineinander gesteckt. Und das ist quasi die Vorderseite. Das ist die Rückseite. Da ist noch eine Auswertelektronik. Da sind noch einige Chips drin. Und das Ganze ist gar nicht so günstig. Ihr dürft mal schätzen, wie viel denn sowas kosten darf. Ich habe euch natürlich vielleicht schon mal einen groben Ansatz gesetzt, aber ratet mal, wie viel das Ganze kostet und ich decke das mal zum Schluss auf. Ihr werdet euch wundern und das ist nämlich auch das große Problem an der ganzen Elektronik, denn das ist ganz schön teuer. So ein Auto mit Radar, Kamera, LiDAR, Einparkhilfe und so weiter und den ganzen Assistenzsystemen, da ist so viel Sensorik verbaut, dass die Autos wirklich extrem teuer werden. Und zwar hat es erstens mal den Nachteil, es werden viel mehr Steuergeräte und viel mehr Sensoren verbaut. Punkt 1. Punkt 2, bei einem Unfall müsst ihr ja auch die Sachen reparieren und da kommt noch dazu die Wartung und Einstellung. Das sind so die 3 Kriterien und deswegen ist das alles so gar nicht so günstig, wenn ihr so ein Auto habt. Aber ich werde euch mal zu den Fehlern und den ganzen Sachen noch mal ein bisschen mehr erzählen. Da kommen wir später dazu. Also, jetzt kommen wir zum interessantesten Part. Da zeige ich euch ein paar Videos. Und zwar habe ich die von einer BMW-Seite, die poste ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr gerne das Ganze nochmal separat anschauen. Da ist auch noch ein bisschen Text dabei. Ich werde euch mal die Videos zeigen und werde euch was ein bisschen dazu erklären, wie das Ganze funktioniert. Wir behandeln mal so die wichtigsten Assistenzsysteme, die ich heute relevant finde. Und da zeige ich euch mal das Video Nummer 1. In dem Video Nummer 1 seht ihr ein Fahrzeug, das quasi an den Berg hochfährt, an der Ampel anhält und dann wieder weiterfährt. Eigentlich nichts Besonderes. Denkt man, ist ja ganz normal. Nein, da ist ein Assistenzsystem dabei und zwar ist da der Berganfahrassistent. Er sorgt dafür, dass ihr mit dem Fahrzeug den Berg hochfährt, an der Ampel anhält und nicht zurückrollt. Er blockiert die Bremsen und sorgt dafür, dass ihr nicht dem Hintermann auffahrt oder quasi auf ein Auto draufrollt. Das ist der erste, der Berganfahrassistent. In dem nächsten Video sehen wir die Verkehrszeichenerkennung. Da seht ihr, wie das Fahrzeug eine Geschwindigkeit fährt und unterschiedliche Verkehrsschilder mit Tempo 30 und einmal mit Tempo 50 erkannt werden. Und zwar macht das System über die Kamera und zeigt euch dann in einem Informationsdisplay die Geschwindigkeiten an. Entweder macht er das nur optisch oder akustisch. Und das hat den Vorteil, dass wenn man unbeachtet aufgrund vom Verkehr oder Witterung oder sonst irgendwas fährt, weist das System einen darauf hin, wie schnell man fahren darf. Ihr wisst, dass ab 2024, also Mitte Jahr, diese Systeme verpflichtend werden für die Fahrzeughersteller und da werde ich euch was dazu erzählen. Aber gehen wir mal zum nächsten Assistenten. Das nächste Video zeigt einen Notbremsassistent. Ihr seht, der vordere BMW
bremst sehr stark ab und der Hintermann hat ein Ausrufezeichen und das Fahrzeug wird abgebremst. Ich habe diesen Assistenten selbst schon ein paar Mal gebraucht. Und zwar gab es bei mir ein-, zweimal den Fall, da war das wirklich blöd. Ich bin durch die Stadt gefahren und mir ist was runtergeflogen und ich wollte es kurz aufheben, habe wirklich nur einen Bruchteil von Sekunden auf den Boden geschaut und wäre fast draufgefahren, wenn ich diesen Assistenten nicht hätte. Also der hat mich noch quasi akustisch gewarnt und hat dann danach abgebremst. Das ist so, die erste Stufe ist die Warnung und danach quasi das Abbremsen. Es gibt es aber auch in einer Art Vorbeugung, und zwar man fährt mit dem Fahrzeug und wenn man eine bestimmte Distanz nicht einhält, dann kommt im Kombi-Instrument oder irgendeinem Informationsdisplay eine Anzeige, die dann darauf hinweist, okay, pass mal auf, du bist zu nah dran, nimm bitte Abstand, sonst könnte es gefährlich werden. So, der nächste Punkt ist dann dieser akustische, also das heißt, man fährt zu schnell auf, man ignoriert die Warnung, dass man zu nah auffährt, fährt auf und dann gibt es ein akustisches Signal und wenn man nach dem akustischen Signal immer noch nicht reagiert, dann wird das Fahrzeug abgebremst. Diese Abbremsung. Der nächste Assistent wäre der Spurhalteassistent, Spurführungsassistent, da gibt es wirklich viele Bezeichnungen. Ihr dürft mir da nicht böse sein, jeder nennt das irgendwie anders, weil da gibt es halt eben ein Schutzrecht auf Patent und auf die Namen und so und viele Hersteller gehen hin und benennen das halt irgendwie anders, damit sie diese Patentrechte nicht bezahlen müssen für den Namen. Also, wir gehen einfach mal vom Spurhalteassistent und zwar seht ihr, wie das Auto schlängelt, also dieses braune Auto und das blaue Auto fährt geradeaus das Ganze. Ich würde das jetzt aber als Spurmittelhalteassistent sagen, weil dieser Spurhalteassistent, wenn ihr mit dem Fahrzeug unterwegs seid, dann lässt er euch nicht über die Mittelspur hinaus, genauso wie über den Fahrbahnrand. Er macht es folgendermaßen, er erkennt über die Kamera die Spur, hält euch dann in dieser Spur, das heißt, er lässt euch nicht drüber hinaus. Er lenkt dann etwas leicht mit oder gibt dann auch akustisch mal ein Signal oder er zeigt das auf, dass man quasi mittig fahren soll. Also es ist wirklich unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. So, und der blaue Wagen hat diesen Mittelspurhalteassistent. Der sorgt dafür, dass er schön mittig in der Spur bleibt und führt euch die Straße entlang. Und kommen wir zu dem nächsten Assistenten, der schon sehr lange existiert, ihr kennt das, und zwar ist es das Tempomat. Das Tempomat gibt es schon sehr lange und es erleichtert einem das Autofahren, indem man die Geschwindigkeit eingibt und das Fahrzeug fährt von alleine und hält diese Geschwindigkeit ob Berg runter, Berg hoch und dann habt ihr quasi eine Erleichterung und könnt euch ein bisschen entspannen beim Autofahren. Also nichts Wildes, aber es ist ein Assistent, der auch dazugehört. Und drauf aufgebaut ist die Abstandsregelung. Ihr seht in dem Bild diesen braunen BMW und den blauen BMW und da wird über das Radar die Entfernung zum Vordermann gemessen und wird dann gebremst oder beschleunigt, je nachdem. Und der folgt auch diesem Auto bis zu dieser eingestellten Geschwindigkeit oder ihr habt einfach nur Geschwindigkeit, genau. So. Ihr gebt also die Distanz ein, ihr habt dann entweder manchmal so Striche oder ihr habt zur Eingabe dann irgendwelche Felder, wo ihr einstellen könnt und das Fahrzeug hält sich quasi an diesen Abstand permanent, so in diesem Video dargestellt. Also ist eine coole Sache, das heißt, ihr fahrt auf der Autobahn, gebt 120 ein und das Fahrzeug fährt vollkommen abstandsnah. Dann kommen wir zum Geschwindigkeitsassistent.